Hallo zusammen, herzlich willkommen. Welcome, a warm welcome to everybody. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es ist Jahre her, einige Jahre, dass wir das Vergnügen hatten, Pfingsten zusammen zu verbringen, Peter, Christa und ich. We just reminiscent just before with Peter of that it's actually quite a number of years since we had the pleasure to spend Pentecost with Peter. Natürlich mit vielen von euch zusammen. And of course, with a lot of you uh, present as well. Ich habe mich besonders gefreut auf diese heutige Erfahrung, die in dem Sinn ganz neu ist. I was looking forward especially to this today's experience because I think it's going to be a very new one. Anstelle nur so mit ein paar von euch in einem Raum zu sein, Instead of just being a small number of us in one room, haben wir die Reichweite sehr, sehr viel ausgeweitet. we actually enlarge the possibilities of how many of us can be present at the same time. Und so bin ich sehr, sehr neugierig darauf, in diesen neuen Raum, So I'm curious to enter with you that new room, that new space. in diesen neuen Raum von Pfingsten einzutreten. To enter in that new space of Pentecost. Und bei mir ist dann immer nur der Gedanke aufgetaucht, Along with this, I had the thought dem Duft der Pfingstrosen zu folgen. to actually just follow the aroma of the Pentecost rose. Und so freue ich mich jetzt mit euch zusammen, mit allen anderen Sinnen, eine neue Pfingsterfahrung zu machen. I'm looking forward to, with all of you, with all our senses, to make that new Pentecost experience. The floor is yours, Peter. Okay, so greetings to everyone, grüezi miteinander, and thank you that we have, in a way, a privilege to work this way. Vielen Dank auch für dieses Privileg, dass wir in dieser Weise miteinander arbeiten können. And to share something in a world which is in a state of non-clarity, I could say. Und etwas miteinander zu teilen in einer Welt, die im Moment eher nicht so in einer großen Klarheit ist. And looking perhaps from the perspective of the archangels, what might be seen. Und dann aus der Sicht der Erzengel auf diese ganze Szenerie zu betrachten, um zu sehen, was da gerade läuft. Humanity is working towards being one family, very gently but very strongly. Die Menschheit arbeitet daran, zusammenzuwachsen als eine Menschheit, als eine Familie, das auf sanfte, aber auch bestimmte Art. And in the process, there are many shadows from history that need to be just in one way included and another way dissolved. Und in diesem Prozess tauchen auch viele Schatten der Vergangenheit auf, die einerseits integriert werden müssen und andererseits aufgelöst werden müssen. Yeah, and we are not involved with trying to follow one teacher, one path, one philosophy. Und es geht uns ja nicht darum, nur einem Weg zu folgen, einem Lehrer nachzufolgen, einer
Philosophie, einem Glauben. Yeah, we really want as individuals to make use of where we are and how we are, even if we don't know exactly why we are. Als Individuum wollen wir alles uns zunutze machen, was wir haben und was wir sind. Yeah. So we welcome we welcome each other in a way that is becoming familiar to us. Und so heißen wir einander willkommen in dieser Art, die uns jetzt schon so viel vertrauter ist. Yeah. So we can start just with a short meditation. Dann können wir mit einer kurzen Meditation beginnen. We are linking more deeply into the community of our belonging. Wir verbinden uns jetzt noch stärker mit unserer Zugehörigkeit. And this is our relationship to the earth and to the heavens. Und das ist einerseits unsere Verbindung zur Erde und zum Himmel. And there we find that light is coming more and more strongly into our roots of all kinds and differences. Und wir merken, dass jetzt immer wie mehr Licht in unsere Wurzeln hineinfließen, die ganz vielfältig sind. That what separates us is in the light now. Und das, was uns früher getrennt hat, kommt jetzt ins Licht. And what unites us are the roots for the tree of life to grow strong. Und was uns verbindet, das sind unsere Wurzeln, die diesen Lebensbaum als ein starker Baum werden lassen. And so we hold these thoughts just for a few moments as we feel our atmosphere unite us. Und diesen Gedanken wollen wir einige Momente ganz viel Raum geben in uns, währenddem wir uns auch gemeinsam untereinander verbinden. Okay. Now, a lot of the work is already done now that we have linked together. Ganz viel von der Arbeit ist jetzt bereits getan, jetzt wo wir uns untereinander verbunden haben. And we are entering into the level of non-doing, which is a little bit of a mystery. Und können jetzt eintreten in diese Ebene des Nichtstuns, das auch immer ein großes Mysterium ist. Yeah. And we're working, with light, color, and sound, Wir arbeiten mit Licht, Klang und Farben, which you cannot put into a bottle and you cannot store it in a cupboard. und man kann diese nicht in eine Flasche abfüllen und man kann sie auch nicht in einem Schrank aufbewahren. It also doesn't belong to any authority. Und sie gehören auch keiner Autorität an. So these are direct
associations, a direct sense of belonging into existence. Sind ganz direkte Verbindungen, die uns ganz direkt ohne Umwege mit der Existenz verbinden. And in this way, I'm suggesting we are letting go all the rules and regulations of what makes a good or a bad person for the moment. Und in dieser Weise können wir für den Moment alles, was wir sonst so sagen, was eine gute oder eine schlechte Person ausmacht, einfach beiseite lassen. Because what is good is ever present and is not hidden. Weil was gut ist, ist immer gegenwärtig, ist niemals versteckt. What is not so good can be a challenge. Und was nicht so gut ist, kann immer auch eine Herausforderung sein. We say that it is not between good and evil, it's between good that is and good in the making. Und so geht es eigentlich nicht um das Gute und das Böse, sondern vielmehr um das Gute und das Gute, das am Werden ist. Yeah. It's a pity that we have grown up with all the things that are going to happen after we die. Es ist eigentlich schade, dass wir damit aufwachsen, mit all den Dingen, die dann eigentlich eintreten sollen, wenn wir gestorben sind. And we're trying to dig it all up before we are buried, as it were. Und wir versuchen es, all diese Dinge jetzt auszugraben, bevor wir vergraben werden. That life itself is the living resource, and heaven and earth are not separated by some nature of existence. Und das Leben selbst dann wirklich unsere natürliche Ressource wird. Yeah. So, welcome to something good. Willkommen also zu etwas Gutem. Yeah. Now, in these times, if we think of Pfingsten as being these times in an awakening and ascending way, In diesen Zeiten und wenn wir jetzt eben an Pfingsten, an diese eine Energie denken, die am Aufsteigen ist, yeah, we're working with what we call the intelligent heart. arbeiten wir mit dem intelligenten Herzen. And the intelligent heart, we say, is at the center of the whole brain. Und das intelligente Herz ist ganz im Zentrum des Gesamthirns eigentlich. And that the whole brain is the whole body in one way, Das gesamte Hirn, eben unser gesamter Körper. but the whole body is the universe in miniature. Und unser gesamter Körper ist auch das Universum in Miniaturform. So the whole brain is also the whole universe in this way of looking anyway. So ist dieses Gesamthirn auch das gesamte Universum, wenn wir es so in dieser Weise anschauen. And although we can imagine that it is, we may not actually know what we are imagining. Und obwohl du dir es vielleicht vorstellen kannst, kannst du dir es vielleicht nicht so ganz vorstellen, wie wir das machen, So the whole, angehen können. yeah, the intelligent heart is really the voice that with which we communicate more and more. Das intelligente Herz ist wirklich die Ressource, mit der wir jetzt mehr und mehr uns untereinander austauschen. It brings us into the presence of the immediate. Es bringt uns in die Gegenwart des Unmittelbaren. Yeah, which means when we speak, we are giving and receiving, listening and responding simultaneously. Das heißt, wenn wir sprechen, dann geben wir und empfangen gleichzeitig auch. So we measure everything in time, and yet the intelligent heart is always now. Wir messen zwar immer alles in Zeit, aber das intelligente Herz ist immer im Jetzt. And so we are working with the way in which we exist in time and Und so arbeiten wir damit, dass wir in der Zeit existieren und with a constant
updating of what's going on. Und wir gleichzeitig ständig eigentlich auf den neuesten Stand gebracht werden, in jedem Augenblick. Yeah. So in my computer, I have a special instrument which is backing up the information. In meinem Computer habe ich ja so eine Funktion des Backups. And then I disconnect it, and the computer tells me I didn't disconnect it properly. Und dann, wenn ich diesen Device wegnehme, sagt mir mein Computer, du hast diese externe Festplatte nicht richtig entfernt. Now, for me, I'm going to sleep every night, and I'm going to back up my information in my sleep. Und ich gehe jeden Abend schlafen und während des Schlafes werde ich wieder auf den neuesten Stand gebracht. And then I wake up in the morning with that little icon which tells me I didn't connect or disconnect properly. Und dann wache ich auf mit diesem kleinen Icon auf der Seite. Ich habe mich nicht richtig abgetrennt. Yeah. Now, if we are working with a sense of time, we can just experience it through the way in which the body is connected to time. Wenn wir mit der Zeit arbeiten, können wir das tun, einfach mit der Art und Weise, wie unser Körper mit der Zeit verbunden ist. And we see where it might bring us. Und dann können wir schauen, wo uns das hinbringt. So we say from the knees, we are linking to instinctive time. Von den Knien aus verbinden wir uns mit der instinktiven Zeit. And from the pelvis, we are working with the time as a mobility. Und vom Becken aus mit der Zeit die Bewegung darstellt. Mobilität. Yeah, which means we can go in any direction. We can Das go, bedeutet, du kannst dich in jede Richtung hinbewegen and not just stuck in a timetable, as it were. und bist nicht starr in einer Zeit begriffen. And then through the diaphragm, Das the breathing, Zwerchfell yeah, we're in rhythmic time. sind wir in der rhythmischen Zeit. And then through the shoulders, we're into time through polarity under the general sense of polarity. Und über den Schultergürtel einfach mit der Zeit in der Polarität. Yeah. Now this links us in one way into our traditions and our families of origin and all the belief systems. Verbindet uns mit unseren Traditionen, mit den Gebräuchen, die dort herrschen, wo wir aufgewachsen oder wo wir geboren sind. Yeah, and then it links us also into what we call the updating and clearing, which we never connect or disconnect quite well enough. Und verbindet uns eben auch mit diesen Updates, wo wir uns manchmal vielleicht gut anschließen, aber häufig auch vielleicht nicht gut genug angebunden sind. Yeah. Now we work with this just for the experience of it. It's purely imaginative and just for interest. Wir wollen einfach mal damit arbeiten, einfach aus reiner Neugierde. It's in a way we have so much that we could make much more use of. Wir haben so vieles, das wir eigentlich noch viel besser nutzen könnten. And in one sense, of course, we might feel quite ignorant of a lot of things too. Und einerseits fühlst du dich vielleicht noch sehr unwissend. And yet we could say through the way that life is happening, we are here to make a better use of everything that we already know and then learn a little bit more too. Und trotzdem ist das Leben ja dazu da, alles, was wir bereits wissen, das einzusetzen und dann auch noch ein bisschen was dazu zu lernen. Yeah. Okay. So we just sit for a moment quietly and just let our body respond.
Wir wollen einen Moment lang einfach ganz in der Stille sitzen, damit unser Körper jetzt auf das Gehörte reagieren kann. Okay. Now, now we're suggesting that the instinctive time is connected through the knees. Wir haben ja eben gesagt, dass die instinktive Zeit sich über die Knie verbindet. And then we suggest that the knees are connected very much with the path of service. Und wir wissen ja auch, dass die Knie sich ganz stark mit unserem Dienst, mit dem Dienst, mit dem Dienen zusammenhängt. But they're also instinctively connected with just pure survival. Und sie sind instinktiv eben auch mit dem reinen Überleben im Zusammenhang. And so we have in one way, the need just to hold on to existence, to be able to have enough of whatever we need. Und so haben wir die Knie, die damit sich beschäftigen, dass wir alles haben, was wir brauchen. And yet this is directly connected with the path of service. Und es ist dann schwierig, vielleicht uns mit dem Dienen zu verbinden. So existence and service are connected then also with our belief systems. Und so ist unsere Existenz und unser Dienen auch mit unseren Glaubenssystemen in Zusammenhang. And our belief systems are a very fine balance between obedience in one way and freedom in another. Und unser Glaubenssystem hat einerseits zu tun mit unserem Gehorsam und andererseits aber auch mit unserer Freiheit. And if we look at the way the world is happening, there is a lot of survival energy, instinctive energy, and a mixture of what is service and help. Und wenn wir im Moment die Welt betrachten, sehen wir ganz viel eben von diesem Überleben. Und So, eine Mischung. that's a good word, Namishtu. And so
if we are working with just pure survival, belief, and a sense of security, we could say. Wenn wir mit dem reinen Überleben also arbeiten, dass wir uns sicher fühlen können und unsere Glaubenssysteme. We link, we link through what we call the intelligent heart. Wir verbinden uns also mit dem intelligenten Herzen. We say, where in my body do I feel this instinctive sense of being here now? Wo in meinem Körper spüre ich im Moment dieses instinktive Gefühl des Hierseins? So see where your body reminds you. For example, mine is in my left shoulder. Schau, wo dein Körper dich daran erinnert. Bei mir zum Beispiel ist es die linke Schulter. And as we go into that, we ask, what is the actual feeling? What is the emotion or the image that comes to us? Und wenn wir jetzt in diesen Körperteil eintreten, dann schau, was für ein Gefühl, was für ein Bild bekommst du da? Now, so for example, my feeling is one of being almost lost, not really a sense of clear direction. Mein Gefühl zum Beispiel ist es, etwas verloren zu sein, wirklich kein Gefühl zu haben für eine klare Richtung. And then is there an experience in our life that comes to us? What memory arises? Du kannst dann schauen, was für eine Erinnerung, eine Erfahrung in deinem Leben gehört dazu. So for me, for example, it takes me to a childhood illness. Bei mir führt es mich zu einer Kinderkrankheit zurück. What do they call it? Parotitis, the swelling of the glands. Ja, ich weiß nicht, es ist ein Anschwellen der Drüse hier im Hals. You know, and these, at least they used to be before all the vaccines came, there used to be a natural childhood experience. Bevor man gegen alles geimpft hat, war das eine sehr weit verbreitete Kinderkrankheit. And always the consciousness comes more fully into the body. Und bei jeder durchlebter Kinderkrankheit kommt das Bewusstsein, das Seelenbewusstsein noch stärker in den Körper. Yeah, and it comes at a time when we are growing from being an infant into a child, into a teenager. Und es kommt zu Zeiten, wo wir uns vom Kleinkind zum Kind hinwandeln oder dann vom Kind in den Jugendlichen. Yeah. And what is the message that comes through this memory? Was für eine Botschaft kommt jetzt zu mir durch diese Erinnerung? Yeah, so for example, for me,
The message is there's not much instruction or guidance from anybody. I'm going to have to find my own way. This is happening to me. Nobody else seems to be that concerned. In meinem Fall ist es sicher die Botschaft, ich habe da nicht Vorbilder oder Leute, die mich anleiten. Ich muss mir meinen eigenen Weg suchen. I always imagine that everything is prepared, that I'm going to learn from teachers and life is already going to show me what I really need to know, and it doesn't. Ich stelle mir immer vor, dass ja die Lehrer dazu da sind, mir ein Vorbild zu sein, mir Dinge aufzuzeigen, nach denen ich mich dann richten kann. Aber so geschieht es nicht im Leben. And although I have some kindness and love around me, it's not particularly wise or helpful in a deeper sense. Und obwohl ich viel Liebe und auch Freundlichkeit um mich herum habe, ist nicht unbedingt allzu viel Weisheit da. Yeah. So I'm growing up, but I'm not sure if I want to grow up. Und ich bin am Aufwachsen und ich bin nicht sicher, ob ich wirklich erwachsen werden will. Yeah. Now I listen to people trying to inspire other people on the TV, and they're always trying to say, you can be whatever you want to be. You can become whatever you want to become. Und ich höre den Menschen zu am Fernsehen, wie sie andere ermuntern und sagen, du kannst alles werden, was du werden willst. But I'm filled with all the things about what you cannot achieve and what you will not be able to become. Und ich bin immer noch voll mit all dem, was ich dann eben nicht schaffen, was ich nicht erreichen kann. I'm still stuck in the survival. Und so stecke ich eben noch im Überleben fest. So if that's what comes back now, then this particular experience belongs to why we are here today now. Und wenn jetzt gerade heute diese Erfahrung aufgetaucht ist, ist es, weil sie ihren Platz hat, jetzt heute in unserer Pfingsterfahrung. The constructive side, it suggests that life is actually willing to welcome us to come more fully into it. Die konstruktive Seite ist sicher, dass das Leben bereit ist, uns noch stärker willkommen zu heißen. I like the idea. I'm a little suspicious of it, though. Mir gefällt die Idee, obwohl ich noch etwas misstrauisch bin. And so we come then to the next level of time, which is rhythm, which is actually mobility and time. So kommen wir zu der nächsten Ebene unserer Erfahrung, auf der Hüftebene, die Mobilität. Now, what does that mean? What could that mean anyway? Was könnte das heißen? Was könnte es bedeuten? Because time as a mobility is going backwards and forwards and sideways. Weil Zeit als Mobilität, die kann sich eben in alle Richtungen, sie kann sich nach vorne, nach hinten, nach beiden Seiten gehen. Yeah, because I imagine somebody living in New Mexico is having a much nicer time than me where I am living. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass jemand, der in New Mexico lebt, es viel schöner hat als ich, wo ich lebe. So that's going sideways. Now, what happens if we're going into the future? Where would I like to be? Das ist also jetzt auf die Seite rüber zu gehen. Wenn ich aber nach vorne gehe in die Zukunft, wo sehe ich mich? Wo wäre ich gerne? Yes, I would really like to be somewhere beside the sea, actually. I'd like to be living there. Ich würde eigentlich gerne wieder am Meer wohnen. Oh, yes, but you know, we shouldn't be involved with what we want. We should be satisfied with what we need. Ja, wir sollten uns doch nicht ständig damit beschäftigen, was wir gerne hätten. Wir sollten doch damit zufrieden sein, was wir haben. And so on and so on and so on. Und so weiter und so fort. Yeah. So I'm thinking of time and being where I am, or actually secretly, are there a lot of other ways and places and times I would like to be?
Und so denke ich an, wo ich jetzt bin und an all die Orte, wo ich auch ganz gerne wäre. And so through my intelligent heart, I scan my body. Und so überfliege ich jetzt wieder mit meinem intelligenten Herzen meinen gesamten Körper. And where do I find myself in the body? Wo im Körper finde ich mich dann wieder? An welcher Stelle? So for myself, for example, I find myself somewhere at the top of the head, around the forehead, top of the forehead, that area. Ich selber finde mich da jetzt so wirklich an der Stirne, so gegen den Schädel oben zu. Yeah. And then in a way, I'm trying to look ahead, but I'm also listening to what's behind me. Und ich versuche nach vorne zu blicken, höre aber auch, was hinter mir ist. And I think it is, if I look to what time in life it is, if what is the event that arises with this, Und wenn ich schaue, was für eine Erfahrung in meinem Leben, was für ein Ereignis damit in Zusammenhang ist, I think I'm not even walking yet, but I'm getting almost ready to walk. glaube ich, ich kann noch nicht wirklich laufen, aber ich mache mich gerade so bereit, eben laufen zu lernen. So it's a sense of not being an infant and not being ready to walk around independently. Nicht mehr wirklich ein Kleinkind, also ein Baby, aber eben auch noch nicht ganz bereit, mehr Platz einzunehmen. Now, does that mean anything to me now? Und bedeutet das jetzt in diesem Moment etwas für mich? Was für eine Botschaft? Does it suggest, what does this memory, but what does this message within the memory bring? Was für eine Botschaft trägt das jetzt im Moment mir zu? And then what's happening inside our body when this message begins to share itself? Und was passiert in unserem Körper, wenn sich diese Botschaft beginnt, im Körper sich auszubreiten? So, for example, I can feel the energy coming more strongly right down my body to my feet. Ich spüre, wie die Energie viel stärker, wirklich von ganz oben, vom Schädeldecke bis zu den Füßen mich durchströmt. As if I'm somehow ready to stand on my own feet. Bit more Als safe. wäre ich jetzt bereit, auf meinen eigenen Füßen zu stehen. Yeah. And I said, well, what does this mean in my life at this time? Und was bedeutet das jetzt in meinem jetzigen Leben? Perhaps it's just a form of self-acceptance. Vielleicht ist es einfach eine Form der Selbstakzeptanz. And in a way, it helps to release
the longing to be somewhere else in some other way. Und auf eine andere Art befreit es mich auch von der Sehnsucht, anderswo zu sein. Now, what is the feeling that comes as this thought arises? Was für ein Gefühl geht jetzt mit diesem Gedanken einher? So for me, there's just a sense of a kind of a happiness in a way. It's yeah, things are okay. Ein Gefühl des Glücklichseins. So wie es jetzt ist in Ordnung. Now, how much difference does this make? Is this a homeopathic experience of some potency? Ist das vielleicht wie eine homöopathische Erfahrung einer gewissen Frequenz? Is this something I can manifest in a way that will support other people around me? Ist das vielleicht, kann ich das auf eine Weise darstellen und repräsentieren, dass es auch für andere dann hilfreich wird? Yeah. And will it also, in a way, free me from having to live and die as a nihilistic concept? Und wird es mich davon befreien, wirklich als in einem nihilistischen Konzept zu leben und dann auch damit zu sterben? That's right. So there is perhaps a gentle diminishing of the inevitability of non-existence. Vielleicht geht damit einher wirklich die Unabänderlichkeit des Nichtseins einher. So I've been to the funerals of everybody, of course, Natürlich war ich an den Beerdigungen von allen. and at some point I'll be at my own funeral. An einem gewissen Punkt werde ich an meiner eigenen Beerdigung teilnehmen. And yet there is a gentle dissolving of inevitability of nothingness. Und trotzdem gibt es wie so ein Auflösen dieser Unabänderlichkeit des Nichts. And then what is sneaking into my instinctive side is continuity. There is no death. Und was sich dann so anschleicht aus dem Hinterhalt, ist diese Kontinuität, dieses Wissen, dass es gar kein Tod gibt. Yeah. And then there are all the different systems of belief about life, after life, everything. All das verschiedene Glauben, was nach dem Tod kommt. And something takes away the restriction of these types of beliefs. Ja, irgendetwas wirklich von dem, was mich da zurückgehalten hat, ist von diesen verschiedenen Gedanken, fällt jetzt weg. So Ronald Beasley used to say, we are in it, but not of it. Ronald Beasley hat jeweils gesagt, wir sind in der Erfahrung, aber wir sind nicht, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Genau. So I go through all the different processes, but I'm not stuck in some inevitable fixed idea at all. Ich gehe durch all diese Prozesse hindurch, aber ich bleibe nicht in irgendeinem dieser einzelnen hängen. And then immediately I think, well, what is there in my body that's too fixed? It's not flexible enough. Und dann denke ich sofort auch, wo in meinem Körper bin ich zu stark, bin ich nicht flexibel genug? Yeah, what do I hold that is just inevitable? I cannot change. Was halte ich in mir fest, was eigentlich eben unabänderlich ist, was ich nicht verändern kann? Is there something, am I becoming a little timeless inside myself? Werde ich jetzt vielleicht mit all dem etwas zeitloser? And so we come then to the diaphragm. Und kommen dann als nächstes zum Zwerchfell. And zum so we talk of Diaphragma. we talk of the rhythm of life.
Dort sprechen wir ja über den Rhythmus des Lebens. So it's Pfingsten now. That's part of the rhythm of our life. Es ist heute Pfingsten. Auch Pfingsten ist Teil unseres Lebensrhythmuses. There are seasons, and there are special moments in every season. Es gibt die Jahreszeiten und diese besonderen Momente innerhalb der Jahreszeiten. And I'm often watching the programs of the Kalahari Desert and all the places where animals just survive. Ich schaue mir häufig die Dokumentarfilme an, wie zum Beispiel über die Kalahari-Wüste, wo die Tiere einfach gerade noch so überleben können. Yeah, and there is and then the rain comes, and then everything grows again beautifully. Und dann fällt wieder mal Regen und alles innerhalb von kurzer Zeit wächst und blüht alles. And I think, so what does this mean to my rhythm of life? Und dann frage ich mich, was bedeutet das jetzt für meinen Lebensrhythmus? Where do we feel it now when we go through the intelligent heart into the body? Und wo fühlen wir es jetzt gerade, wenn du durch das intelligente Herz in deinen Körper gehst? Yeah, it comes straight into my breathing, actually into my lungs. Mich bringt es sofort zu meiner Atmung, in meine Lungen hinein. In a way, it's how much can I really inspire within myself? Wie viel kann ich in mir selber mich inspirieren? Yeah. How much can I really breathe life fully, completely, wholly? Wie stark kann ich das Leben wirklich voll und ganz in mich aufnehmen, es einatmen? And where does it take me as a memory? Where does this take me as a memory? Und wohin als Erinnerungen, welches meiner Lebensereignisse führt es mich hin? For me, the memories of the seaside, going swimming. Die Erinnerung ist sicher bei mir, am Strand zu sein und dann ins Meer schwimmen zu gehen. And finding that I didn't really like to stay under the water for too long. Und dann zu merken, dass ich gar nicht so gerne untertauche und allzu lange unter Wasser bin. And I had a fear of drowning. Ich hatte die Angst, eben zu ertrinken. So where does that come from? Woher kam die bloß? And now for me, there's a lot of superstition that comes up. Bei mir steht jetzt in diesem Zusammenhang ganz viel Aberglauben, das hochsteigt. To be careful that there's always enough of everything. Wirklich vorsichtig zu sein und nicht ganz sicher zu sein, ob wirklich es immer von allem genug hat. Enough air is also enough of anything and everything. Genug Sauerstoff bedeutet auch von allem anderen genügend zu haben. And at any moment, I might run out of air. Und jeden Moment könnte mir der Sauerstoff, die Luft ausgehen. So, from my background, then I think, well, maybe I've
I ran out of air in a previous life. I could have drowned many times. Und ich habe da so, wie ich die Welt halt anschaue, kann ich mir vorstellen, dass ich in einem früheren Leben ertrunken bin. It doesn't seem to take me very far. Scheint mich nicht sehr weit zu bringen. Then there's a sense of be very careful. Always be very careful. Ein Gefühl damit einher, wirklich vorsichtig zu sein. And I have adults in my life telling me to be very careful about all sorts of things which I didn't actually agree with. Und ich hatte all diese Erwachsenen in meinem Leben, die mich immer zur Vorsicht gemahnt haben. So there was not much encouragement to learn through your own experience, but actually just to be very careful about anything. Ich hatte also nicht viel Ermutigung, dass ich durch meine eigenen Erfahrungen lernen konnte, sondern wurde überall immer zur Vorsicht gemahnt. Now, the whole idea of karma is that we are where we are meant to be in a very constructive way. Die ganze Idee eigentlich des Karmas ist, dass wir genau dort sind, wo wir sein sollen. But I don't observe that as manifesting confidently in people's lives at all. Aber wenn ich so beobachte, scheint das für mich nicht so, immer sich so in dieser Weise zu manifestieren. So if we're working with rhythms, which is our favorite season? Wenn wir mit Rhythmus arbeiten, kannst du auch mal schauen, was ist deine bevorzugte Jahreszeit? Because autumn, I always feel very sad in autumn. Ich werde in November, you said? In Herbst, in autumn. In Autumn, okay. Ich zum Beispiel werde im Herbst immer eher traurig. Yeah. And in winter, I always want to be somewhere else. Und im Winter will ich immer irgendwo anders sein. I think spring is a wonderful time. Und Frühling finde ich einfach wunderbar. And I think summer should never end. Und ich denke, der Sommer sollte eigentlich nie aufhören. And I remember our friend Pamela Sommer-Dixon. Sorry, the rain is now so loud. I have to pay real attention to hear you. Is it really bothering everybody else? The rain? Can you hear it? Okay, good. Good, you don't hear. Yeah. So with Pamela, I said to her once that I really just prefer the summer to go on. Ja, ich habe eben jeweils Pamela gesagt, ich möchte, dass der Sommer ewig so weitergeht. And she said very quietly, I love the change of the seasons and that winter cleans everything before the spring comes. Und sie hat gesagt, ach, ich finde es einfach toll, diese Übergänge in den Jahreszeiten und wie der Winter dann alles reinigt, bevor der Frühling wiederkommt. And I thought, I wish you never told me that. Und ich habe mir gewünscht, dass sie das nie zu mir gesagt hätte. Because I like the spring and the summer to go on and I don't want anything else. Thank you. Weil ich so gerne hätte, dass Frühling und Sommer ewig dauern. So I have spent a lot of time in Montreal, for example. Ich habe auch viel Zeit in Montreal verbracht. And there, winters can be quite severe. Und dort können die Winter sehr streng sein. So I have many friends there who go down to Florida for the winter, for 6 Und so months. habe ich dort viele Freunde, die jeweils den Winter in Florida verbringen. So what about this contrast of the rhythms of life?
Wie ist es also mit diesen Kontrasten, die wir da in diesen Lebensrhythmen finden? And are we allowed to enjoy those periods which are very challenging to us and only want the ones which are very friendly to us? Dass wir dann an diesen Erfahrungen, die uns nicht so angenehm erscheinen, uns nicht daran erfreuen und lieber an diesen festhalten, die uns gefallen. So a little voice inside me says, the quality of the season is inside you, not outside. So habe ich diese kleine Stimme in mir, die sagt, die Qualität der Jahreszeit ist in dir zu finden und nicht im Außen. And I just say, that's too clever. Und ich sage darauf als Antwort, ach, bist du wieder schlau heute. What is horrible, whether you like it or not. Aber es ist halt schrecklich, ob es dir jetzt gefällt oder nicht. But I feel the way there is something in the rhythm of life that diminishes the fear of life. Aber es gibt etwas in diesen Lebensrhythmen, die uns helfen, die Lebensangst zu reduzieren. And then immediately, there's a whole series of events that start to go before my eyes. Und sofort sehe ich eine ganze Reihe von Sequenzen, die sich vor meinem inneren Auge abspielen. Yeah. So, what are the fears of life that come through our family of origin? The fear of your life, you said? Yes, that come through our. Welche Lebensängste sind zu dir gekommen durch deine Familiengeschichte, durch dein Familiensystem? What are the generations of fears that come through the male and female lineage? Ja, viele der Ängste der Generationen kommen entweder über die männliche oder weibliche Ahnenreihe. And when I allow all of this just to go through my body, what happens? Und wenn das jetzt alles so durch meinen Körper hindurchgeht, It takes me, even as a child, to the point of going to sleep. bringt es mich zu den Momenten als Kind, wenn ich schlafen gehe, den Moment vor dem Einschlafen. Now, I never like to have the dark completely. Ich hatte es nie gern, wenn es vollkommen dunkel war. I like some light or lots of light, and then I can relax. Ich habe gern, wenn es viel Licht hat. Und dann kann ich mich entspannen. And now I find myself as a child, as if it's okay, I can let go, close my eyes more easily, just more easily and freely. Und jetzt habe ich das Gefühl, kann ich einfach meine Augen schließen und mit Leichtigkeit loslassen. Now there is something in the rhythm of waking and sleeping that is not just being conscious or not. Und an diesem Schlaf- oder Wachrhythmus ist etwas dran, wo es nicht nur einfach darum geht, bin ich mir jetzt bewusst oder nicht. Yeah. And in a metaphorical way, there are areas in my life where I didn't want to go to sleep and I didn't want to wake up. Und metaphorisch gesehen gab es Momente in meinem Leben, wo ich nicht aufwachen oder nicht einschlafen wollte. Yeah. So the fear of death is diminished. Und so ist die Angst vor dem Sterben vermindert sich. And the fear of too much or too little, if we could describe it that way,
is also, it's not there. Und die Angst vor dem zu viel oder vor dem zu wenig ist auch nicht mehr da. Now, so far, I managed to continue breathing. You know, Und bis jetzt habe ich es ja auch geschafft, immer weiter zu atmen. didn't run out of air. Die Luft ist mir noch nicht ausgegangen. That life as a resource has not yet completely failed me. Und das Leben als Ressource hat mich auch nicht verlassen. Yes, but it seems to affect some people, doesn't it? Aber einige Leute scheint es schon zu beeinträchtigen, oder? I don't know, it looks that way, but I don't know what it's really like inside them. Und ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt, diese Person zu sein. Yeah. I enter into the rhythm of the seasons. Ich trete ein in den Rhythmus der Jahreszeiten. And the extremes sometimes are friendly, even if. Und die Extreme sind mir freundlich gesinnt, auch wenn. And I breathe. Und ich atme. And so we come into the level of polarity. Und dann kommen wir zu der Ebene der Polarität. And in a way, we see this as the ability to give and receive. Und dort sehen wir vor allem auch die Fähigkeit zu geben und zu empfangen. And in a way as well, to be able to give and receive is the foundation of humor. Und einerseits, wir könnten sagen, dass Geben und Nehmen auch die Basis ist für Humor. It's in a way to take in and to throw out. It's to do with circulation. Und auch anzunehmen, wegzugeben und so eben auch die Basis für den Kreislauf. And that I am part of a flow, I could tell to myself. So bin ich Teil eines Flusses. But where in my body do I feel it when I look through my heart and look through the whole sense of polarity? Und wo jetzt, wenn ich mit dem intelligenten Herzen durch meinen Körper schaue, durch diese Polarität, wo in meinem Körper finde ich mich wieder? So let's take this polarity then into meditation, just for a few. Wir wollen diese Polarität einen Moment lang mit in die Meditation nehmen. The polarity of life takes us into deep meditation. Die Polarität des Lebens trägt uns in eine tiefe Meditation hinein. There is always that point of balance between
everything. Wir haben immer diesen Punkt des Gleichgewichts zwischen allem. That life can flow between its extremes and find its center. Dass das Leben zwischen Extremen hin und her fließen kann und sein Zentrum immer wieder findet. For in one way I see into the meaning and the purpose that gives a sense of value to everything in my existence. Und so sehe ich eigentlich den Sinn, die Bedeutung in allem, das ich in meinem Leben habe und diesem Leben Sinn verleiht. And if I listen carefully, I can hear the voice of the silence, whispering, encouraging. Und wenn ich ganz genau hinlausche und hinhöre, dann höre ich das Lied der Stille. And there is this silent voice which seems to say that there is a space and a place for every variety, for every aspect. There are no extremes in isolation. Und da gibt es diese leise Stimme in der Stille, die sagt, es hat für alles Platz, jedes Extrem existiert nicht für sich alleine oder in Isolation. For there is no heaven without the earth. Es gibt keinen Himmel ohne die Erde. There is no space without the living moment. Es gibt keinen Raum ohne den lebendigen Augenblick. And we live within the point of equilibrium, not into the extremes. Und wir leben eigentlich in diesem Punkt des Gleichgewichts und nicht in den Extremen. But how does this feel then inside me when I contemplate? Wie fühlt sich das in mir an, wenn ich dir das kontempliere? So that my contemplation becomes communication. Dass meine Kontemplation dann zur Kommunikation wird. I can speak to the trees, to the clouds, to the sun, to the stars. Ich kann mit den Bäumen, mit den Wolken, mit der Sonne, mit den Sternen mich austauschen. There is a universal language of communion and communication. Es gibt eine universelle Sprache der Kommunion und des Austausches. And how does this feel inside me when I hold the image of it? Und wie fühlt sich das in mir an, wenn ich dieses Bild in mir aufrecht halte? In the midst of a busy world, and it brings a space, a place of quietness, a sanctuary. Inmitten einer ganz geschäftigen Welt bringt es mich immer wieder an einen Punkt der Stille. Can I find this place now? Can I find this place, this sanctuary within myself forever? Kann ich diesen Platz, dieses Heiligtum im Moment jetzt in mir finden? Kann ich es immer wieder finden? In a strange way, there are many memories that want to take the place of sanctuary inside me. Auf eine komische Art gibt es viele Erfahrungen, viele Ereignisse, die diesen Platz dieser inneren Stille einnehmen wollen. I have anger and grief and I have strong desires and fears. They all want to take the place of sanctuary inside me. Ich habe Wut in mir, ich habe Trauer in mir, ich habe Begehren in mir und all diese wollen diesen Platz, dieses Heiligtum der Stille in mir einnehmen. And then as the sanctuary awakens, perhaps just a little bit more for a moment, Und wenn dieses Heiligtum einen Moment lang noch etwas mehr erwacht, so it comes into those areas of my body where I've held on to these strong feelings. tritt es ein in diese Bereiche in mir, wo ich all diese starken Gefühle gehortet habe.
there's a releasing of quietness into my throat. Und dieses Stille wird jetzt in meinem Hals freigesetzt. And a releasing of tension, of being ready for danger in my arms. Und ein Gefühl der Anspannung und ein Gefühl der Gefahr kann in meinen Armen jetzt loslassen. There is a sense of tranquility in my vision that is busy looking at the horizons everywhere. Ich habe eine Ruhe in meinen Augen, die ganz sich damit beschäftigen können, die Horizonte anzuschauen. And then it is as if my sorrow is evaporating. Und es kommt mir vor, als würden meine Sorgen sich auflösen. It has not turned into tears, it has turned into a vapor that goes off into the space. Es hat sich nicht in Tränen verwandelt, sondern einfach in einen Dunst, der sich jetzt auflöst. And what happens then? Und was passiert anschließend? There are moments in time that stand still inside me, and now they begin to move inside me. Es gibt Momente in meinem Leben, die innegehalten, stillgestanden sind in mir und diese bewegen sich jetzt weiter. I can talk inside my intelligent heart, I can talk to the past, to the future, with and whomever. Und in meinem intelligenten Herz, in meinem Zentrum kann ich mit der Zukunft, mit der Vergangenheit, ich kann mich unterhalten, mit wem auch immer. I have lots of questions for Pythagoras, for example. Ich habe zum Beispiel viele Fragen an Pythagoras. He doesn't have any time for me, that's what I think. Er hat häufig nicht Zeit für mich, denke ich. He just laughs and says, your questions are for you to solve. I'm tired of all these questions. Er lacht und sagt, diese Fragen sind für dich zum Lösen. Ich bin es müde, immer diese Fragen zu hören. But it is like a fine tuning on a synthesizer, you know, to get all the sounds in harmonic accord. Es kommt mir vor, als wäre ich wie ein Synthesizer, der jetzt ganz fein neu gestimmt wird. And I hear the voice of my mother and my father, Und ich höre die Stimmen meiner Eltern. but I hear the intention within them. I hear the seeking and the longing within them. Und ich höre die Intention, also die Absicht in ihren Stimmen. And then I feel their loving concern. Und spüre und höre, wie sie sich liebevoll um mich sorgen und kümmern. And there are all the arguments in my life that I have never let go properly. Und all die Streitgespräche, die ich hatte in meinem Leben, die ich niemals richtig losgelassen habe. And the answer of Pythagoras becomes laughter. Und die Antwort von Pythagoras wandelt sich zu einem großen Gelächter. And he seems to tell me, you are just complaining of the weather, but it all passes. Er scheint mir zu sagen, ach, du beschwerst dich nur übers Wetter, aber das verändert sich ja immer wieder. And I say, yes, I know, but if you don't have a raincoat at the time, you know. Und ich sage, ja, es stimmt ja, aber wenn du da gerade keinen Regenschutz hast, wenn du einen bräuchtest. But he's not listening anymore, he's moved on. Aber er hört mir schon nicht mehr zu, er hat sich schon weiter bewegt. Yeah. But if we're talking of polarity, what about girls and boys? Isn't that the big polarity? Aber wenn wir über Polarität reden, da geht es doch um Jungs und Mädels. Ist nicht das die große Polarität? And then Pythagoras comes back and he says, oh, that's the biggest joke of all. Und da kommt Pythagoras zurück und sagt, ja, das ist ja wohl der größte Witz von allen. And he asks me, are you involved with some sort of idealistic, there is only one for you and you are one for who? Beschäftigst du dich wirklich mit den Idealen, also dass du denkst, dass eine einzige Person, die die richtige für dich ist und du für sie oder ihn?
Is your life in that way lost in translation in some sense? Ist in dieser Art dein Leben in der Übersetzung ja, im Begriffe verloren zu gehen? And I link with him and I say, yes, yes, it is. Why? We're unique beings. Where is my other Und half? ich sage, ja, sehr wohl, ja, wo ist diese einzigartige, für mich bestimmte? And he said, you are in your essence a universal self. Und er sagt, du bist in deiner Essenz ein universelles Selbst. You're a balance between the divine spark and the humanities in evolution. Du bist wirklich in einem Gleichgewicht zwischen dem kosmischen Funken und den Menschheiten am Imwerden. You could be born anywhere and become perfect. Du kannst irgendwo geboren werden und perfekt werden. There is no restriction. There is only a certain classroom moment. That's all. Es gibt keine Beschränkungen oder Einschränkungen, sondern nur dieser eine Moment eines bestimmten Schulzimmers mit bestimmten Erfahrungen. So I look inside my body and see, well, how is this working on me? Und ich schaue dann in meinen Körper, in mich hinein und sehe, wie wirkt das jetzt an mir? And the wind is blowing through me. It doesn't blow around me. It goes right through me. Und der Wind bläst direkt durch mich hindurch, nicht nur um mich herum, sondern durch mich hindurch. And I walk into the sea and I become one with the sea. I don't even have to breathe. I'm part of the sea. Und ich gehe ins Meer hinein und ich werde Teil von ihm. Ich bin nicht mehr getrennt, ich bin wirklich ein Teil des Meeres. A little voice says inside me, I like the image, but what good does that really do? Und die kleine Stimme meldet sich und sagt, ja, und wozu soll das jetzt dienen? Ist ja ein hübsches Bild, aber... And then I look around myself and I see it's like I've washed all the dishes and swept out all the dust and everything is ready to be messed up all over again. Und wenn ich dann um mich herum schaue, sehe ich, das Geschirr ist alles gewaschen, alles ist schön geputzt und wartet darauf, dass es von neuem losgeht. So there is a man in the UK who has just won the lottery. Wir haben da in England einen Mann, er hat soeben die Lotterie gewonnen, den Hauptpreis nehme ich an. And he won 150 millions. Er hat 150 Millionen Pfund gewonnen. So in a way, all his troubles are over. Und so könnte man davon ausgehen, dass jetzt er ausgesorgt hat. And in another way, all his troubles are just beginning. Und andererseits können wir davon ausgehen, dass seine Schwierigkeiten gerade begonnen haben. And in terms of the polarity, we are at the point of equilibrium, of the universal point. Und in Bezug auf die Polarität sind wir im Gleichgewicht, in diesem universellen Punkt. Okay, so how are you doing? Are there any questions at the moment? Sind vielleicht Fragen aufgetaucht? Okay. We accept all the questions that are unspoken. Wir akzeptieren all die Fragen, die unausgesprochen bleiben.
So what we have been doing, just in case, is in a way clearing our vision. Was wir gerade gemacht haben, das klärt unsere Sicht. We go into our relationship to time through different levels within the body. Wir gehen zu unserer Beziehung zur Zeit über die verschiedenen Ebenen in unserem Körper. It links to some, I would say, some important moments as we have been growing up. Und diese verbinden sich mit einigen wichtigen Momenten während unseres Aufwachsens. It doesn't change anything in one way, and yet it changes the nature of being here. Einerseits verändert es gar nichts, andererseits verändert es die Art und Weise, wie wir da sind, wie wir gegenwärtig sind. Yeah. So now, can we transform our expectations, somehow clear them? Können wir unsere Erwartungen vielleicht auch klären? Because the whole concept of karma, in my opinion, has quite a lot of unanswered questions. Das ganze Konzept von Karma hat doch einiges unbeantwortete Fragen. So I have a friend who has all the answers to these questions. Ich habe einen Freund, der hat alle Antworten auf diese Fragen. And he said, are you arguing with the council of the 24 elders who decide our karma? Und er hat gesagt, bist du wirklich im Widerstreit mit den 24 Ältesten, die unser Karma in ihren Händen haben? And I said, I would never do such a thing, but yes. Das würde ich ja nie machen, aber ja, es ist so. Yeah, how do we translate that concept into something that is user-friendly? Wie verwandeln wir dieses gesamte Konzept, dass es auch benutzerfreundlich wird? Yeah. Now, in a way, we're developing a relationship to angels, archangels, planets, and suns and stars. Wir bauen unsere Beziehung auf zu Engeln, Erzengeln, zu Sternen, zu der Sonne. Now, if we're linking to the solar system, Wenn wir uns mit dem Sonnensystem verbinden, without specifically trying to link with what we know in astrological terms, if we put that to one side, und wenn wir jetzt mal das beiseite lassen, wie wir das sonst von der Astrologie her uns damit verbinden, we say, let me link to the planetary system as the intelligence of the heart through love. dann sagen wir, lass uns jetzt mit den Planeten verbinden, unseres Sonnensystems als Intelligenz unseres Herzens. Oh, what happens? What do you feel once you say that? Was passiert, wenn du das einfach mal so sagst? Somehow there's a great hurrah that comes into me. Bei mir geschieht sofort wirklich wie ein großes Hurra-Geschrei. Yeah, and the sense of hurrah, immediately it goes into all the areas of fear and superstition from my family of origin. Und dieses Hurra tritt dann sofort in all die verschiedenen Ängste und Aberglaube hinein, die ich von meiner Ahnenreihe, von meiner Familie übernommen habe. Yeah, it seems to blow away all the horrors of history that I don't want to know. Es scheint all den Horror der Geschichte wie wegzublasen, über die ich eigentlich gar nichts wissen will. And all the things that could, you know, I said to my friend Golden Eagle, who is a beautiful spirit, Ich habe zu meinem Freund Golden Eagle, der ein wunderbarer Geist ist, gesagt. and I said, I'm really worried about the end of the world.
habe gesagt, ja, ich mache mir schon übers Ende der Welt Sorgen. He said, why? What for? Und er hat zurückgefragt und gesagt, weshalb, wofür? I said, it's horrible. There's going to be pain and suffering, and I'm really afraid of that. Und ich hab gesagt, ja, all diese schrecklichen Dinge, das Leiden, die Schmerzen und ja, es machen mir wirklich Sorgen. And he says, you don't trust us. Und er hat gesagt, vertraust du uns nicht? No, I said, I do trust you, but Und ich habe gesagt, doch, ich vertraue euch, aber he said, the moment before the extreme, you would be taken out. er hat gesagt, weißt, bevor es allzu extrem würde, wirst du dann hinweggehoben. And I thought, okay, is that good news or bad news? Und ich habe für mich gedacht, ja, sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten? But I've thought about that ever since. He told me that 30 years ago. I've been thinking about it ever since. Ich habe da immer wieder darüber nachgedacht. Es ist jetzt schon 30 Jahre her, dass er das mir sagte. That there is no unnecessary suffering. Es gibt kein unnötiges Leiden. But for me, that it means, is there necessary suffering? Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, gibt es nötiges Leiden? And he said, no, Notwendiges that's Leiden. not a question about an answer. That's Äh, not a direct question about an answer. die, There is a measure in all things. es gibt wirklich ein Maß in allen Dingen. Yeah. And the nature of existence never takes away, it always gives. Die Natur der Existenz wird niemals etwas wegnehmen. Es gibt immer nur. It can evaporate, that's a different thing. It can evaporate, you said? Evaporate. Es kann sich auflösen. Okay, that's very deep, I thought. That's very deep. And Ein tiefgründiger Gedanke. yeah. Now, so we're linking into the planets, and we were touched by receiving from our planetary solar system the impulse of love at work. Und wir haben uns verbunden mit dem Sonnensystem und haben von ihnen den Impuls der Liebe am Werk erfahren. Now, what about discipline? Wie steht es denn mit der Disziplin? So we link through the intelligent heart into the solar system, and we say, where in the solar system is my information and support through discipline? Und ich verbinde mich jetzt mit dem intelligenten Herzen hin zum Sonnensystem und kann nachfragen, wo, in welchen von ihnen findet sich für mich die Kraft eben der Disziplin? And what feeling comes into us? Was für ein Gefühl bekommst du auf diese Frage? So into my own recollection comes a time with Ronald Beasley in Assisi.
In meiner eigenen Wiedererinnerung kommt ein Moment, wo ich mit Beasley in Assisi war. And we were in the little church of Saint Stefano. Wir waren in der kleinen Kirche von Santa Stefano. And he came through Ronald Beasley and spoke to us. Und hat sich durch Beasley an uns gewandt. And he said, stillness is my strength and peace is my luxury. Hat gesagt, Stille ist meine Stärke und der Frieden mein Luxus. Yes. And that was the feeling that came into me with the sense of discipline. Und das war für mich das Gefühl, das in mich eingetreten ist, jetzt auf die Frage eben nach der Disziplin. First of all, it was the feeling of great stillness, deep stillness. Wirklich dieser großen und tiefen Stille. And then just to almost repeat the idea, peace is my luxury, and think, I wonder really what that means. Und eben Frieden, mein Luxus und dieses wissen wollen, was das genau bedeutet. Yeah. So he told us of the time with St. Francis. Hat uns auch von von seiner Zeit mit dem heiligen Franz erzählt. And he said Francis was all to do with discipline, abstinence, and it was very hard on everybody. Franziskus hat sich wirklich eben sehr stark als von allem zurückgezogen, sich alles eigentlich verboten, Yeah, war auch hart zu allen anderen. and he said, and I taught them about abundance and about celebration. Und ich, Stefan, habe sie mehr über die Fülle gelehrt. So I taught them about agriculture and how for their seed could grow more and they could be more fruitful. Ich habe ihnen die Landwirtschaft nahegebracht und aufgezeigt, wie sie von ihrem Samen eine größere Ernte einfahren können. And I've often thought of the way we are within the contrast of disciplines that are our examples. Und ich habe mir häufig so gefragt, wie wir in diesen Kontrasten unserer Beispiele, denen wir nachfolgen wollen, aufhalten. And I sat in the cave in where Franciscus got his stigmata. Ja, ich habe mich auch oben in der Einsiedelei aufgehalten, in diesem kleinen höhlenartigen Raum, wo Franziskus seine Stigmata, seine Kreuzigungsmale bekommen hat. And nothing happened actually. Nichts Großes ist da passiert. But I came out of the cave. There I saw these very tall trees that must have been there for a long time. Ich bin herausgekommen aus diesem käfigartigen Raum und habe diese riesigen Bäume gesehen, die wohl schon eine lange Zeit da sind. And suddenly it was as if I was inside the trees over perhaps 200 years, 300 years. Und es kam mir ein Moment vor, als wäre ich ganz in den Bäumen drin, über eine Zeitspanne von 200-300 Jahren. Time was not the measure, but I could see who was coming and who was going and what they were feeling. Zeit war kein Maß, aber ich habe alle gesehen, die da kamen und gingen und was sie erlebt und in sich gespürt haben. And so the illumination of the stigmata was more the peace and stillness within the memory of how life happens. Die Erleuchtung und diese Stigmata-Erfahrung war dann viel mehr wirklich die Erfahrung, die tiefe Erfahrung dieser Stille und ein Verstehen, weshalb alles so passiert, wie es passiert. And I always felt that the trees were smiling. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Bäume gelächelt haben. And they said to me, come and write our story down, write it in English. We know it in other languages. Und sie haben mich aufgefordert, ihre Geschichte niederzuschreiben, gerne auch auf Englisch. Sie würden jede Sprache verstehen.
So the story is still inside me. Die Geschichte trage ich noch in mir. So the stigmata story is not the suffering. Und so ist eigentlich die Stigmata-Geschichte nicht eine Geschichte des Leidens. It's the witnessing and then the stillness and then the inner strength. Es ist Zeuge zu sein. Es ist die Erfahrung dieser tiefen Stille und es bedeutet eben Zeuge zu sein. Yeah. So if we imagine that when our life is complete, we go through it all again. Wenn wir uns vorstellen, dass wir, wenn wir an unser Lebensende kommen, wir alles, was wir erfahren haben, nochmal durchleben. Now, do we suffer it when we go through it again? Erleiden wir es, wenn wir es nochmal durchleben? Do we feel the sense of discipline in some sense, in some way? Erfahren wir vielleicht die innenliegende Disziplin, die darin war? But now we can witness it knowing that we're still here. Aber wir können sie ja doch schon bezeugen, auch währenddem wir noch hier sind. And we can see the purpose up to a certain point at any rate of everything. Und wir können den Sinn von fast ziemlich allem eigentlich bereits sehen. And there is so much where the horizon expands and vision expands. Und da ist so vieles, was uns dann eben den Horizont ganz fest ausdehnen lässt. Yeah. How close are we now to this way where the stigmata become the awakening? Wie nahe sind wir dem bereits, wo das Stigmata, das Erwachen wird, das volle Erwachen? And so we go into the solar system and we say, okay, that's the discipline. How about the inspiration? Where is my inspiration in the solar system? Und so gehen wir ins Sonnensystem wieder und sagen, okay, das war die Disziplin. Und was ist meine Inspiration? Yeah. What happens in our body as we link through the intelligent heart to the inspiration from our solar system? Was geschieht in unserem Körper, wenn wir uns mit dem intelligenten Herzen dem Sonnensystem zuwenden und nach unserer Inspiration von ihm fragen? So how did you experience the inspiration? Wie hast du diese Inspiration erfahren? So I was in a workshop once where the people that we couldn't let go of in our lives, there was some slightly negative attachment. We had a piece of string and a cup or a spoon or some object, and we attached it to our arms or our legs.
Ich war mal an einem Seminar, wo es eigentlich so darum ging, die Personen in unserem Leben, die wir nicht ganz loslassen konnten, haben damit gearbeitet. Und wir hatten irgendeinen kleinen Gegenstand, einen Löffel oder irgendetwas, und wir haben das sinnbildlich für diese Personen an unserem Körper befestigt. And then we had to walk around the room. Und so mussten wir dann im Raum herumgehen. And it was really quite amusing because we were dragging all these pots and pans and cups and saucers and Es war wirklich eigentlich ziemlich lustig, also all diese Pfannen und Besteck und all das Zeug, was da so an Tassen, die an uns gehangen haben. yeah. And with the inspiration coming in, I felt I felt a lot of lumps and bumps and weights and everything in my body and in my energy field being lifted, dissolved, cleared. Ich habe gespürt, mit diesem Einströmen der Inspiration haben sich viele dieser Knoten und Buckel und alles hat sich aufgelöst. So I have prejudice. I have prejudice in certain areas of life. Ich habe Vorurteile gegenüber einigen Bereichen des Lebens. And I carry a sense of righteous indignation about other things. Und ich trage in mir gewisse Rechte, also Fertigung in Bezug auf einige Dinge. My newspapers are full of all the scandal, and I read it and I think, yes, that's wrong and everything. Meine Zeitung ist ja immer wieder voller Skandale und da denke ich, ja, genau, also so ist das, muss das sein und das ist wirklich Unrecht und And the inspiration literally shifts it all away. die Inspiration räumt mit dem vollkommen auf. Judgment and prejudice. All dieses Urteilen und diese Vorurteile. Yeah, envy. Und auch der Neid. Yeah, it suddenly, I thought, but why am I feeling so light? Und ich habe mich gefragt, ach, warum fühle ich mich plötzlich so leicht? I'm missing all the people that I really hate. Ich vermisse jetzt all die Leute, die ich so gehasst habe. And so weiter, you know, there's a lot there in different ways. Und so weiter und so fort. Da gibt es ganz eine Menge Dinge. So I can't hold on to these very, very correct forms of prejudice and dislike. Kann nicht mehr festhalten an all diesen ganz korrekten Vorurteilen und Urteilen. Oh, I don't know what to do without them, actually. This inspiration is uncomfortable. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit ohne all die jetzt anfangen soll. Also diese Inspiration ist ja sehr unbequem. Now, I thought, you know, the way we are working today, I thought in the first part we were really opening our wings. Und die Art und Weise, wie wir heute zusammenarbeiten, also im ersten Teil, fand ich, haben wir unsere Flügel ausgebreitet. And then in this part, I thought, actually, we're also the wings that are at our heels. Und im zweiten Teil, finde ich, haben wir jetzt auch noch diese Flügel, die hinten so an unserer Ferse, hinten an der Ferse wachsen. So we're getting our flying wings at the level of the shoulders and the level of our heels. Wir bekommen unsere Flügel eben auf der Ebene unserer Schultern und auch an unserer Ferse. Do we want this? Wollen wir das? Are we ready to let go, you know, or not just yet? Make me perfect, but not just yet. Wollen wir das? Ja, mach mich vollkommen, aber vielleicht noch nicht gerade jetzt. So it's nothing to do with perfection.
hat nichts zu tun mit Vollkommenheit. To do with circulation and flow and stillness. Es hat zu tun mit freiem Zirkulieren, mit dem freien Fluss, mit der Stille. Genau. Now, is it working? Funktioniert's? So now we're in the intelligent heart, and we have said hello a little bit to certain influences from the solar system. Jetzt sind wir im intelligenten Herzen und haben auch einigen Aspekten des Sonnensystems begrüßt. Now, the intelligent heart is the center of the whole brain. Das intelligente Herz ist das Zentrum des Gesamthirns. We may not know how to define that exactly, but we can feel something. Wir wissen vielleicht nicht so genau, wie wir das definieren können, aber wir spüren es in uns, wir können dem nachfühlen. Yeah, and our whole brain is a map of the stars. Und unser Gesamthirn ist wie eine Sternenkarte. A very specific map that is there as we are born. Eine sehr spezifische Karte, die vom Moment an, wo wir geboren sind, bei uns ist. And there is a way in which, in these times, the frequencies of light from these star systems are entering our solar system. Und es ist auch jetzt die Art und Weise, wie diese ganz bestimmten Lichtfrequenzen jetzt im Moment durch das Sonnensystem zu uns gelangen. So how do we connect with this? Wie verbinden wir uns jetzt damit? Through the intelligent heart, we can begin to at least ask what happens when we are linking more clearly with the angelic beings. Und durch das intelligente Herz können wir schon mal nachfragen, ja, was passiert eigentlich genau? Wie fühlt es sich an, wenn wir uns mehr und mehr mit der Engelwelt, mit den Erzengeln verbinden? So the angelic beings are the managers on the earth of all of nature. Die Engelwelten, die ganzen Engelhierarchien sind diejenigen, die alle Vorgänge auf der Erde managen. You know, which way does the linking with the angels of the trees, of the earth, of the warmth, of the light? Wie verändert sich das, wenn wir uns mit den Engeln verbinden, die die Bäume unter sich haben, die sich um die Wärme kümmern und ums Licht? So my inspiration with the angelic kingdom is through Elizabeth. Meine Inspiration in die Engelwelt kam sicher durch Elisabeth. So she was always in continuous communication in a way which always awakened me a little bit more and a little bit more. Sie war in fortwährendem Austausch mit den Engeln und das hat mich über die Jahre mehr und mehr erweckt. And now through our intelligent heart, and we link with the angels to which we have a sense of belonging. Und durch unser intelligentes Herz verbinden wir uns jetzt und wir verbinden uns mit den Engeln, mit denen wir zu tun haben. What is the feeling that comes to us? Was für ein Gefühl bekommst du da?
So from my side, it's a sense of welcome. Von meiner Seite spüre ich ein ganz starkes Willkommen geheißen zu sein. We're coming on to the fourth dimensional level of conscious existence. Komme hinauf in die vierte Dimension wirklich des bewussten Seins. And so we begin to become involved with the angelic forces, beings, their work. Und werden mehr und mehr hineingezogen in die Arbeit der Engel. Now, part of the indicator for this is the care of the earth and of nature, much more than it's ever been. Ein Teil, also ein guter Hinweis, dass dem schon bereits so ist, wie viel mehr Sorge und Sorgfalt und Kümmern um die Erde und ihre Lebewesen passiert. Yeah, we teach our children now to recycle. Wir unterrichten unsere Kinder, dass wir rezyklieren. And we see if in the ice in the Antarctic or the Arctic is filled with toxins from our industries. Und wir sehen ja, wie die arktischen Eisblöcke schon voll sind von den Giften, von unseren Umweltgiften. So we're into the angelic presence, the angelic inspiration through our change of attitude towards our relationship to the earth. Die Engelgegenwart oder die Inspiration, die wir von dieser Seite bekommen, lässt uns eben ganz anders mit der Erde umgehen. Yeah, where is this leading us? Und wo führt das schlussendlich noch hin? So we have at the moment a war in Europe, Wir haben im Moment einen Krieg in Europa, which is horrible, and also it doesn't have a decent explanation. der total schrecklich ist und eigentlich auch keine vernünftige Erklärung es dafür gibt. And one of the factors which comes through at this time is the interdependence with the country that is in conflict. Und ein Teil, der jetzt sehr stark an die Oberfläche kommt, ist, wie stark alle involviert sind mit diesen Ländern, wie wir verhängt sind miteinander. And how much we are dependent for our energy on everybody else except ourselves. Und wie stark wir in Bezug auf unsere Energie von anderen abhängig sind, mehr als von uns selbst. Now, we say this is an indicator of our entrance into the civilization, angelic civilization. Auch das ist ein Hinweis, dass wir nun eintreten in die Gesellschaft der Engel. And what comes through so strongly from my side is that we're in an intelligent world. Und was von meiner Seite ganz stark zum Ausdruck kommt, dieses Wissen, dass wir in einer intelligenten Welt leben. Yeah, everything is in communication. It's alive and it speaks, as it were. Alles ist in ständigem Austausch begriffen miteinander. Alles spricht zueinander. I've come across such an interesting insight into how in a forest all the trees are talking to each other in different ways. Ich habe eine Sendung gesehen, die mir so Einblick verschafft hat, wie in einem Wald alle die Bäume und Pflanzen untereinander sich eben austauschen. Now, when this takes us a little bit deeper, law is intelligent. It's not just a description of some function. Und wenn wir das etwas tiefer noch nehmen, dann sehen wir, dass alles, die innerliegenden Gesetze oder alle so intelligent sind. And then I'm thinking of all the cards that Elizabeth prepared with a picture on one side and ideas on the other.
Und dann kommt mir das Kartenset in den Sinn, das Elisabeth gemacht hat, mit einem Bild auf der einen Seite und dann eine Inspiration oder Anweisung auf der anderen. And now I use it more and more often. Ich benutze es nun viel häufiger. And it always brings through a message that is relevant. Somehow it's always relevant. Es trägt uns immer eine Botschaft zu, die relevant und bedeutsam ist für den Moment. Is life showing me in the way, if you like, of the cards, each time an image which speaks? Zeigt mir das Leben eben in Form dieser Karten immer wieder ein Bild, das zu mir spricht? Is there a message for me in my life at this time? Gibt es für mich jetzt im Moment eine Botschaft, dass das Leben an mich hat? So if I sit quietly just for half a minute or so, Wenn and ich I jetzt, bring my life in front of my heart, wenn ich jetzt mir einen Moment in die Stille gehe und mein Leben vor mein Herz bringe, what do the angels whisper to my inner being? was flüstern mir die Engel, was flüstern die Engel mir zu? Okay. So my message was just very simple. It just says, you are amongst friends. Meine Botschaft war ganz einfach und hat besagt, du bist inmitten von Freunden. Okay. So we have used our time in a way which perhaps brings up more questions than answers in some ways. Wir haben unsere Zeit auf eine Weise verbracht, die vielleicht mehr Fragen als Antworten gegeben hat. Is there a question that has come up at all? Ist vielleicht eine Frage, die aufgetaucht ist? Okay. Hm. That's very positive. Thank you. Das positiv zu nehmen. Now, which also means that, of course, your questions are known to your angelic friends. Und das bedeutet natürlich auch, dass eure Fragen bei unseren Engelfreunden bekannt sind. And with the discipline of stillness, we can hear them. Und mit der Disziplin der Stille hören wir sie auch, was sie darauf sagen. Also with the experience of inspiration, all our resistances that are unnecessary Aber all unsere unnötigen Widerstände können damit gelöst werden.
Peter, somebody says that Barbara has actually her hand raised. You might see her. Yeah, hi Barbara. Okay. Barbara hat eine Frage. Unmute. Hello. Hi Barbara. Thank you for that, Peter. It describes a whole pattern of, I'm sure for all of us, what has been going on at this profound time of transition and change. Ich bin sicher, du hast viele der Muster aufgezeigt, die jetzt in dieser sehr wichtigen Zeit für uns alle auch sichtbar sind und wichtig. It's been a great time of deep release for me of past things. I'm clearing things from the home, I'm clearing things from within myself, and clearing old patterns in my life since Roy passed away, and of course Katrina 4 years ago. This next stage of my life is that Nathan, my youngest, who lives in Japan, has asked me to go and live in Japan with him. So this is a big moment of uprooting and moving, and releasing everything in order to come to new roots and a new anchoring. And yet, in another sense, it's not a move because of the wonders of the internet. I can be present with people anywhere, as well as through my angelic consciousness. So a very profound thing happened to me when I went to visit David in London recently. I'd been going through a lot of stages of feeling fears from the past, releasing some of the things you covered in this. And a big thing for me was a really acute fear of heights, where I would fall on the floor and just cry and everything. When I was 8, I went up the Colosseum in London. My parents took me up and I went completely hysterical at the top, completely mad and hysterical. But David said, why don't we go up the Shard? So I said, really? And he said, well, we don't have to go, let's go and look at it. So I happily went up it, and I only had a tickle of fear. And I went up in the lifts to the 68th floor and felt completely transformed, and such a peace and joy. It was a huge moment of change in my life. And I looked down from that great height on the little tiny monument, and my just about to become 71-year-old self said, oh, this is nice, that's gone now. It's not to say certain parts of it won't come up again. We can't be unrealistic about this because other layers of the fear can emerge. But it was a very profound thing. And also some inner work I've been doing recently with Denise Lynn and Colette Barron Reed was an immersive event of balancing a past life, but also clearing future lives with intentions. And one of the things I wondered about going to Japan was whether I would actually, because I had to give up everything. I mean, I won't have a home to come back to or anything. So it's a big thing when you've got mooning cancer. And one of the things was, I felt the patterns change about it. At one stage, I felt, oh, I could have been homesick and wistful there for my immersion in the Celtic English anchoring. And yet I feel I'm going to go home to Japan as well. But then all that evaporated. And what I feel now is a sense, as I'm sure all of us do, that new ways of working are being presented for our ways that we all employ our great gifts and talents through our oversoul. And that these times are very exciting. And I sense that I'm going to be called to work with some sacred sites there, and yet do links across the planet and interdimensionally with the stars. I've always felt this link with other galaxies and other beings from those levels and the angelic level. And recently, sorry, this is a bit long, and recently, Angelina, that you know, Angelina Kedge, I saw this coming in her aura when I worked with her aura a short while ago, but she's had a very strong link with the Syrians from Sirius. And she has evolved a method of healing called Zygon healing, which she's actually wanted a trial for, and I went on it. And it was lovely, actually. It was very deep. It was not uncomfortable, but it was very profound, and is still working in many ways. And it's part of a book she's written, which she's about to release. We're all part of a cohort of experiment.
But to me, that felt a very natural way to work, because I've worked with extraterrestrial beings and angelic beings. The energy is different. You have to be disciplined, but it's very profound. And I think the earth as a whole, whether people are consciously working with those things or not, we are all getting little nudges and little insights in our own sphere, in our own world, to come home to our true nature of being. So the only question I had to ask, and I think it was answered by the work anyway, was that for me at the moment, when you got onto the shoulders and that area, I know for me, there's a great deal going on the atlas area and the neck and its relation to the skull and into the shoulders at the moment. And I know it's to do with final releasing of some really deep trauma that's happened in this life with Katrina's passing and grief and things, but it goes beyond that. And just staying in balance with it, really. I don't quite know what the question is, but that was my ramble. No, I can just give you the answer. Die Antwort darauf geben, Barbara. Yeah, so we're all apprentice angels. Wir sind alles lernende Engel. And you're experiencing what it's like to open your angelic wings a little bit. Und du machst jetzt die Erfahrung, wie es sich anfühlt, deine Engelsflügel etwas auszubreiten. And you'll be using them more and more effectively. Und du wirst sie mehr und mehr einsetzen zu mehr und mehr Effektivität. Amen. Amen. Thank you. Okay, so thank you. Peter, we have one more question. And Beatrice's question is, are the 24 elders the same as the 24 Elohim? Die Frage von Beatrice ist, sind die 24 Ältesten gleich wie die 24 Elohim? What does your body tell you? Was sagt dir dein Körper, Beatrice? Okay, I can read your body. You're a strong link with the World Mother, and the 24 elders with you are connected with the maternal World Mother concept more than, strong judgmental things. And so the answer is yes, but with the sense of great compassion and loving concern. Du hast eher die Verbindung zur großen Weltenmutter und deswegen ist die Verbindung eigentlich zu den 24 Ältesten mehr auch durch diesen Kanal gegeben, wo wirklich eben das Nährende so fest im Vordergrund steht und das Urteilen und Beurteilen nirgends ist. Yeah, so good. Excellent, thank you. Okay. Now, of course, we can continue on another level. Wir können wie immer auf den anderen Ebenen weiterfahren. And this is, in a way, it's just a short affirmation of our belonging in the subtle sense. Diese Zeit hier, die wir so zusammen verbringen, ist eher eine Bestätigung von all den Zeiten, die wir sonst zusammen verbringen. Yeah, so we can thank each other very much for this opportunity to share. Wir können uns beieinander bedanken für diesen Moment des Austauschs, den wir da zusammen haben können. Thanks a lot for your rainfall in your home. Vielen Dank, dass es bei dir geregnet hat. Yeah, and also for your wonderful translation. Und für deine wunderbare Übersetzung. Yeah, and thanks, Rolf, for that it's working. It's great. Vielen Dank dir, Rolf, dass du es überhaupt möglich machst. Yeah, and until next time. Bis zum nächsten Mal. Which will be upstairs tonight anyway. Ja, heute Abend schon mal dann auf der anderen Seite drüben. Thank you, Peter, so much. Yeah. Vielen Dank, Thank Peter. you. Vielen Dank, dass du uns ermöglicht hast, in diese Tempel von Pfingsten einzutreten. Thank you that you made it possible for us to enter the temples of Pentecost. Und das Vertrauen zu stärken, dass jedes für sich immer in diese Tempel, in seinen eigenen Tempel zurückgehen kann und verbunden ist mit uns allen.
and to strengthen the trust in each and every one of us, that we in any time we can enter those temples on our own accord. Good. Okay. Thank you. Thank you, and God bless, and thank you. Danke. Ja. Mhm. Ja, ich danke allen fürs Vertrauen, für die Zeit dabei zu sein. Thank you for your trust and that you took the time to participate. Ich wünsche euch einen blühenden Sommer Wish you really a blossoming summertime. und wir bleiben sicher in Kontakt. We stay in contact. Es wird eine Aufzeichnung geben. Am Dienstag irgendwann werde ich euch den Link senden. And as always, we have a recording of the event, which the link you will receive probably on Tuesday. Und wir sind immer auch sehr, sehr neugierig auf deine Erfahrungen. And of course, we're as always curious about your own experiences, Ja. feedbacks. Ja. Alles Gute und All the best. bis zum nächsten Mal. Until next time. Okay.